Was Tipperillos mit Elvis und vor allem mit Bad Nauheim zu tun haben, das gibt's gleich nach dem Intro in meinem In Vinyl Veritas Elvis Spezial. Elvis Presley! Ja, liebe Freunde, toll, dass ihr wieder mit dabei seid. In Vinyl Veritas Elvis Spezial, diesmal Bad Nauheim, und da werde ich mit euch zusammen hingehen, 65 Jahre danach, und ich werde euch die Geschichte von diesen Tipperillos und noch viel, viel mehr erzählen. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr über alles informiert. Und jetzt ab nach Bad Nauheim. Ja, herzlich willkommen zu In Vinyl Veritas Elvis Spezial hier in Bad Nauheim, die Elvis Presley Stadt in Deutschland. Hier hat Elvis Presley während seiner Armeezeit gelebt und Maike Berger und Angela Storm haben diese schöne Statue hier auf der USA-Brücke hier in Bad Nauheim im Kurpark im Jahr 2021 installiert. Hier sind natürlich viele Fans, die Fotos machen mit dem King. Ich habe auch meine Fotos gemacht. Und das ist eine schöne Erinnerung an die Zeit, die Elvis Presley hier in Deutschland verbracht hat, und ich möchte euch in diesem Video jetzt mit zu den einzelnen Etappen nehmen von Elvis in Deutschland und speziell Elvis in Bad Nauheim. Viel Spaß! Is this train to Frankfurt special? Well, ain't this outfit something special? We heard rumors from the bases. Frankfurt girls got pretty faces. Go special, go, blow is a blow. Frankfurt special's got a special way to go. Whoa. When we get to our headquarters, we'll be good boys and follow orders. Don't take girls from one another. No, 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 no. Treat a sailor like a brother. Go special, go. So, wir sind jetzt hier in Friedberg am ehemaligen Kasernengelände, das 2007 abgerissen wurde. Reste sind noch vorhanden. Hier haben wir zwei schöne Transparente. Das hier, wo ich gerade davor knie, zeigt die Ankunft von Elvis 1958. Es ist nicht mehr viel da, aber man hat auch hier Elvis ein Denkmal gesetzt, und zwar direkt im Kreisverkehr, der also hier zum ehemaligen Kasernengelände führt, mit einer großen, ja, wie soll ich das nennen, Statue. Ich nenne es mal ein Kunstwerk, bin auch kein Experte für sowas, muss ich gleich dazu sagen, mit der Inschrift Army Home of Elvis Presley 1958 till 1960. Hier hat also der King seinen Wehrdienst abgeleistet, und gewohnt hat er natürlich in Bad Nauheim. Als Elvis in Deutschland ankam, die Kaserne war ja im benachbarten Friedberg hier zu Bad Nauheim. Da ging es zunächst mal darum, ein Quartier zu finden zum Übernachten. Die Goethestraße, die später sein Haus wurde, war am Anfang noch nicht seine Unterkunft. Er übernachtete in Hilbert's Pike Hotel. Das ist das, was Sie im Hintergrund sehen. Allerdings ist das nicht mehr das Originalgebäude, denn dieses Hilbert's Pike Hotel wurde bereits 1989 abgerissen. Das Gebäude hier heißt jetzt Kurpark Plaza. Das ist eine
moderne Wohneinrichtung geworden, aber das Hotel muss wohl auch so ähnlich ausgesehen haben. Wir müssen uns das in etwa so vorstellen. Zum Wehrdienst von Elvis ist zu sagen, dass er eigentlich wie ein ganz normaler Soldat seinen Wehrdienst leistete. Der einzige Unterschied war, er durfte sich eine eigene Wohnstatt suchen und das tat er hier im wunderschönen Kurort Bad Nauheim, später dann in dem Wohnhaus in der Goethestraße 14. Elvis in Bad Nauheim. Ja, wir stehen jetzt hier vor der Villa Grunewald, genauer gesagt Hotel Villa Grunewald. Bereits 2 Wochen nachdem Elvis in Deutschland angekommen war, reisten ihm sein Vater Vernon Presley und seine Großmutter Minnie Mae Presley nach, zusammen mit Red West, einem alten Schulfreund und Leibwächter, und Lama Freik war mit dabei. Und diese Entourage bewohnte hier den oberen Stock in der Villa Grunewald. Elvis in Bad Nauheim. So, jetzt befinden wir uns beim Wohnhaus von Elvis Presley, Goethestraße 14. Im Hintergrund hier können wir das Haus ganz gut sehen. Es ist bewohnt, es gehört einem Doktor, habe ich gerade gesehen, Namen sage ich jetzt natürlich nicht, steht am Türschild. Also es weist eigentlich nichts mehr darauf hin, dass vom 3. Februar 1959 bis 2. März 1960 Elvis Presley hier wohnte. Er hatte sozusagen das ganze Haus für sich alleine, mehr oder minder, für sich und seine Entourage, die ja mit dabei waren. Goethestraße 14, das Wohnhaus von Elvis Presley. Elvis in Bad Nauheim. Ja, jetzt stehe ich hier vor dem ehemaligen Musikhaus Arendt. Das ist jetzt ein Teehaus. Für Elvis war das ein wichtiges Geschäft, denn er kaufte dort eine Tonbandmaschine, Grundig TK32, interessantes Modell. Diese Bandmaschine benutzte er auch für seine Home Recordings, die er in der Goethestraße aufgenommen hat. I'll take you home in Canada, across the ocean wide. Des Weiteren kaufte er hier, einen ELAC-Plattenspieler. Ja, und dieses Geschäft scheint gut sortiert gewesen zu sein für damalige deutsche Verhältnisse im Jahr 1959, müssen wir dazu sagen, sodass der King hier hinging und hier sein Equipment für den Home-Gebrauch sozusagen in der Goethestraße einkaufte. Elvis in Bad Nauheim. Ja, ich stehe hier jetzt vor dem ehemaligen Radiogeschäft Gries und gleichzeitig auch war ein Friseursalon drin. Sean Hemer hat diesen Friseursalon betrieben. Das Radiogeschäft, wir sehen noch Phono steht drauf, heute ist es ein Café. Dieses Radiogeschäft war insofern interessant, denn hier kaufte Elvis seine Schallplatten. Natürlich hat er auch in Deutschland sich Schallplatten gekauft und er kaufte auch hier drin einen Gitarrenkoffer. Sean Hemer, der Friseur, war verantwortlich für Elvis' schicke Frisur, die er hier in seiner Army-Zeit in Deutschland trug. Elvis in Bad Nauheim. Happy Birthday Elvis hieß es am 8. Januar 1959 und hier in der damaligen Bäckerei Stark, Café Bienenkorb, sieht man ja, gibt es immer noch Café Bienenkorb, wurde die Geburtstagstorte angefertigt für Elvis' 24. Geburtstag, den er am 8. Januar 1959 hier in Bad Nauheim beging. Elvis in Bad Nauheim.
Ja, jetzt stehe ich hier vor dem Zigarrenhaus Krieger und oh Wunder, das gibt es tatsächlich noch. Elvis hat hier seine Tipperillos bezogen. Cigars, cigarettes, Tipperillos. Tipperillos by Robert Burns. The modern smoke found at all the right places with all the right people. Ich glaube, ich gehe mal rein und schaue mal, ob ich noch welche bekomme. Elvis in Bad Nauheim. So, ich bin jetzt hier im Laden und es gibt tatsächlich die Tipperillos noch und ich werde mir jetzt einfach mal welche kaufen. Ich bin zwar kein Raucher, aber vielleicht probiere ich sie trotzdem mal aus. Man hat mir übrigens erzählt, dass der Laden noch relativ so ist, wie er war. Das Schaufenster hat sich wohl verändert und die Betreiber sind natürlich andere Personen, das ist klar. Aber der Laden existiert noch. Elvis in Bad Nauheim. Ja, jetzt stehe ich hier vor der ehemaligen Gaststätte Sportheim. Am 19. Dezember 1959 hat das Bataillon von Elvis hier die Weihnachtsfeier abgehalten und der King war natürlich mit zu Gast, wie immer unter besonderem Personenschutz stehend natürlich. Heute ist dieses Gebäude leider, so wie es aussieht, komplett leerstehend. War wohl ein Second-Hand-Laden drin, aber mittlerweile ist das Geschäft komplett leer. Es ist natürlich für die Elvis-Fans trotzdem eine interessante Stätte und vor allem eine, die nicht jetzt jeder gleich so besucht und kennt. Elvis in Bad Nauheim. So, ich stehe hier vor dem ehemaligen Restaurant Pfälzerhof. Das Schild ist noch geblieben, aber es ist jetzt ein italienisches Restaurant drin. Am 23. Januar 1959 wurde Elvis Presley hier eingeladen von der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft. Da war er sozusagen der Ehrengast. Ja, und da fand eine kleine Feier hier in diesem ehemaligen, damaligen Pfälzerhof statt. Elvis in Bad Nauheim. Hey baby, I ain't asking much of you. No, 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 baby. I ain't asking much of you. Just a big So, jetzt sind wir hier am Burgtor angekommen. Das Burgtor von Bad Nauheim, mal abgesehen davon, dass es wunderschön ist, aber es diente für ein berühmtes Plattencover und zwar für die Elvis-Single A Big Hunk of Love, die 1959 erschien. Während er in der Armee war, aufgenommen wurde der Song bereits 1958, 1959 dann veröffentlicht. Man hatte ja einige Songs in Reserve aufgenommen, damit man während der Abwesenheit von Elvis immer mal wieder was zum Veröffentlichen hat. Das war wieder das kluge Management von Colonel Tom Piker, der wusste, wie man das macht, wie man sozusagen die Flamme am Lodern hält. Und hier haben wir die Erklärung dazu, hier haben wir auch das Cover abgebildet und hier steht auch nochmal, dass im Frühjahr 1959 Elvis Presley hier war und den Fotoshoot zu diesem legendären Cover der Single A Big Hunk of Love gemacht hat. I ain't asking much of you. No, no, no. Just a bigger, bigger, bigger hunk of love. Oh, will do, oh, will do. No, that's right. Elvis in Bad Nauheim. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing that rock. So, wir stehen hier am Alisplatz und der Alisplatz hat sich einem besonderen Film von Elvis Presley gewidmet und zwar, wie wir hier sehen können, dem Jailhouse Rock. Der Jailhouse Rock wurde ja 1957 gedreht und das ist einer seiner berühmtesten Filme und eine ganze Bushaltestelle wurde jetzt extra diesem Film gewidmet. Wir haben ja auch den Text von Jailhouse Rock mit abgebildet und was besonders interessant ist das hier, das sind Regeln für Strafgefangene im Gefängnis. Also hier hat man sich wirklich überlegt, was ganz Besonderes, was zum Jailhouse Rock passt. Das ist eine Station hier in Bad Nauheim bei In Vinyl Veritas Elvis Spezial.
So, jetzt stehe ich hier an einer ganz besonderen Ampel. Man hat hier in Bad Nauheim eine Fußgängerampel Elvis Presley gewidmet, und zwar, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund erkennen kann, hier ist das Ampelmännchen in Rot und trägt eine Gitarre, wie sich das für den King of Rock'n'Roll gehört. Möglicherweise schaltet die Ampel gleich um auf grün. So, jetzt haben wir grün, jetzt muss ich natürlich rüberlaufen, sonst kriege ich Ärger mit den Autofahrern. Elvis in Bad Nauheim. Ja, damit geht mein kleiner Trip durch die deutsche Elvis-Stadt, durch Bad Nauheim, auch schon wieder zu Ende. In Vinyl Veritas Elvis Spezial aus Bad Nauheim. Toll, dass ihr mit dabei wart. Unser Abschluss hier an der Stele, wo noch einmal hier dem King ein Denkmal gesetzt wird. Wir sehen hier auch etliche Devotionalien der Fans. Ich bedanke mich für euer Interesse. Schön, dass ihr mit dabei wart hier in Bad Nauheim, und gebe jetzt zurück ins Studio. Ja, danke Gerd. Zurück im Studio hier. Und sie brennt übrigens immer noch. Ich muss sagen, ich bin kein Raucher, aber gar nicht mal so schlecht. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare unten reinschreiben würdet, ob ihr schon in Bad Nauheim wart. Wenn ja, habt ihr die gleichen Stätten besucht wie ich, vielleicht auch noch ganz andere. Wenn nein, habt ihr vor, mal hinzufahren? Meine Empfehlung ist es auf jeden Fall, dort mal hinzufahren. In diesem Sinne, Dankeschön, ciao und servus, euer Gerd, long live the King.